Für wen war die große Loge im Opernhaus reserviert? Hat man fremde Opernwerke in Hamburg in Originalform aufgeführt? Waren die Komponisten der Oper damals wie heute wenig bekannt? Auch wenn Sie diese Fragen beantworten können, bleiben Sie die nächsten 10 Minuten bei uns und kommentieren Sie gerne unsere Beiträge, wenn Sie andere Antworten auf unsere Fragen haben oder mehr über die barocke Hamburger Oper wissen möchten. Oper am Gänsemarkt in Zeit. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren am 20. November 1724 ist auf hamburgischen Schauplatze, uns heute als Gänsemarktoper bekannt, die Oper Die heldenmütigen Schäfer Romulus und Remus zu hören und zu sehen. Die Musik ist von Giovanni Porta und Johann Paul Kunzen, das italienische Libretto von Paolo Antonio Rolli, uraufgeführt in London im Jahr 1720. Der Ballettmeister ist uns bereits aus den anderen Folgen bekannte Monsieur de Con. Über den Bühnenbildner wissen wir leider nichts. Bei dieser Opernvorstellung ist der Hamburger Rat anwesend. Mehr über den Besuch des Rates und über die Oper erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Tageszeitung Relationskurier, was man so an diesem Tag alles erfährt. In Lissabon gibt es ein heftiges Erdbeben. Man hat aber noch von keinem Schaden gehört. In London wird zur Aufführung der Oper Tamerlan von Georg Friedrich Händel der König erwartet. Am kommenden Sonnabend wird in Hamburg im Kaisershofe ein Konzert gehalten, Eintritt 2 Mark. Und der zweite Band der musikalischen Kritik von Mattison ist wirklich unter der Presse und wird das erste Stück in folgender Woche bei Verlegern dieser Zeitung ausgegeben. Und dann ging man in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir finden uns in einer Gebirgslandschaft wieder. Silvia, Tochter des gestürzten Königs Numitor und Mutter von Romulus und Remus, ist in einer Höhle, die keinen Ausgang hat, eingesperrt. Sie wurde von ihrem Onkel Amulius für den Verlust der ihr aufgezwungenen Keuschheit mit dem grausamen Todesurteil bestraft. Laut Legende weiß sie nicht, wo und wer ihre beiden Kinder sind. Die Zwillinge sind ebenfalls ahnungslos und glauben, Kinder eines Schäfers zu sein. So hört Romulus, der gerade als junger Mann in den Bergen mit seinen bewaffneten Schäfern unterwegs ist, Silvias verzweifelte Stimme aus dem kleinen Spalt in Felsen und befreit sie. Von den verwandtschaftlichen Verhältnissen nichts wissend, verliebt er sich in Silvia. Zu gleicher Zeit rettet Remus die edle Lydia, die von dem Tyrannen Amulius gefangen gehalten wird. Er verliebt sich ebenfalls in die von ihm gerettete schöne Frau. Der lustige Schäfer Corydon ist von Dorilla, einer Schäferin und der vermeintlichen Nichte von Romulus und Remus, so angetan, dass er sie unbedingt heiraten will. Die Schäfer feiern ein großes Fest, als sie von Amulius Soldaten angegriffen werden. Remus, Lydia und Corydon werden gefangen genommen. Im Gefängnis kommt es zu dramatischen Momenten. Remus und Lydia sind wegen ihrer Standhaftigkeit in Todesgefahr. Im letzten Moment wird Remus von Romulus gerettet. Amulius will Lydia zur Heirat zwingen. Sie weist seine Bemühungen ab. Darauf überreicht Amulius der Unbeugsamen das Gift, das sich nur als starker Schlaftrang herausstellt. Der gemeine Tyrann will Lydia in seinem Gemach, wenn nicht zur Liebe, doch wenigstens zur Ehrfurcht zwingen. Sein Plan wird durch Romulus und Remus zunichte gemacht, da sie in das königliche Palast eindringen und Lydia befreien wollen. Im Tumult wird Amulius getötet. Es herrscht allgemeine Freude, der rechtmäßige König Numitor kommt wieder auf den Thron. Er möchte Lydia mit ihrem geliebten Remus vermählen und Silvia soll Romulus Frau werden. Nun erscheint aber Dorilla, die Schäferin, und erklärt die eigentliche Herkunft von Romulus und Remus. Jetzt ist die Mutter mit ihren Söhnen wieder vereint, der König erhält seine Enkelkinder wieder zurück. Als Dankbarkeit stimmt Numitor Corydons Ehe mit Dorilla zu. Es kommt eine prächtige Maschine herunter, in welcher Gott Mars sitzt. Alle tanzen und opfern. Mars erkennt Romulus und Remus als seine Söhne an und kündigt an, dass ein Volk sich nach deren Namen nennen wird, das über alle Völker dieser Erden herrschen wird. Schlusschor huldigt die Tugenden und den Großmut. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Ein Teil des Apenninischen Gebirges mit einer finsteren Höhle ohne Ausgang. Durch ein enges Loch fällt nur etwas Licht ein. Zweitens
ein Wald nahe bei Alba, drittens ein Vorhof in der Burg zu Alba, viertens eine lustige Landschaft am Berge Palatino mit Schäferhütten, fünftens eine Ebene auf dem Berge Palatino mit Sommerlauben und grünen Triumphbogen, sechstens eine Gasse in der Stadt Alba, siebtens das Ende eines Waldes, in dessen Ferne man die Stadt Alba auf einem Hügel liegen sieht, achtens einen Vorhof, durch welchen man in einen Garten sieht, neuntens ein finsteres Gefängnis, zehntens einen prächtigen Saal der Burg des Amuleo mit einem kostbaren Ruhebette, elftens ein Marktplatz in Alba und zwölftens der Martis-Tempel, in welchem ein königlicher Thron steht. An diesem 20. November 1724 wurde die Oper Die heldenmütigen Schäfer Romulus und Remus für den Hamburger Rat aufgeführt. Man konnte zwar wie immer eine Eintrittskarte erwerben oder sein Abonnement, den Sperrsitz in Anspruch nehmen, aber in der zentral gelegenen großen Loge saßen die Herrensenatoren des Hamburger Rates. Bis zu 7-mal jährlich lud die Oper auf eigene Kosten die Mitglieder des Senats ein, um ihnen die neuesten und erfolgreichsten Werke vorzustellen. Dabei nahmen die Senatoren als Gemeinschaft gewissermaßen die Stelle des Fürsten in der Hofloge eines Hoftheaters ein. Romulus und Remus hatte einen langen Weg nach Hamburg. Sie wird im 1. Jahrhundert vom römischen Geschichtsschreiber Titus Livius als Entstehungslegende der Stadt Rom verfasst. Im Jahr 1720 wandelt Italiener Paolo Antonio Rolli sie in ein Opernlibretto um. Giovanni Porta, ein italienischer Komponist, der über Rom, Verona und Venedig nach London kam, erhielt dort den Auftrag, die Oper Numitore zu schreiben. Damit eröffnete man am 2. April 1720 die erste Spielzeit der Royal Academy of Music. Es ist bekannt, dass Georg Friedrich Händel die hervorragende Musik dieser Oper vor allem für seine Oratorien, darunter Samson, Solomon und Messia, verwendet hat. Zurück in Venedig schrieb Giovanni Porta als Zeitgenosse Antonio Vivaldis eine Fülle von geistlicher Vokalmusik für den Frauenchor und das Orchester der Pietà. Dann ging er nach München, um eine Stelle als Hofkapellmeister am Bayerischen Hof des Kurfürsten Karl Albrecht anzunehmen, wo er bis zu seinem Tod blieb. Zurück zu unserer Oper. Aus London kam sie nach Braunschweig und wurde unter dem Titel Rea Silvia mit Begeisterung und großem Applaus gespielt. Danach gelangt das Werk nach Hamburg, wird aber nicht mehr in Originalform aufgeführt, sondern erfährt tiefgreifende Veränderungen, um auf dem hiesigen Schauplatz, dem geneigten Auditorio, ein sattsames Vergnügen zu erwecken. 26 der insgesamt 44 Arien wurden vom ursprünglichen Komponisten Porta belassen. Die anderen 18 Arien, alle Rezitative und Chöre, stammen aus der Feder des damals in Hamburg lebenden Komponisten Johann Paul Kuntzen. Außerdem fügte man den Corydon, die für Hamburg typische Rolle der komischen Person, hinzu. Johann Paul Kuntzen, der auch die musikalische Leitung der Oper Romulus und Remus übernahm, ist heutzutage komplett unbekannt. Dabei hatte er eine steile Musikerkarriere und glänzte als großer Meister nicht nur in Hamburg. Als Wunderkind mit 7 Jahren als Sänger und Organist berühmt geworden, hatte er als junger Musiker viele Einladungen nach Leipzig, Weißenfels, Gera, Gotha und Merseburg zu sehr guten Konditionen erhalten und kam schließlich über Wittenberg nach Dresden. Dort wäre er beinahe königlicher Kapellmeister geworden, wenn er nicht die großartige Einladung nach Hamburg erhalten hätte, die musikalische Leitung der Oper zu übernehmen. Seine Anstellung dauerte nur etwa 2 Jahre lang und er schrieb in dieser Zeit 3 Opern. Seine letzte und beste Einstellung war die eines Organisten und Werkmeisters an der berühmten Lübecker Marienkirche als Nachfolger von Dietrich Buxtehude und Johann Christian Schieferdecker. Am 30. November berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Der Karneval von Venedig von Reinhard Kaiser in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald!